Hallo zusammen. Hallo und willkommen zu dem zweiten Teil unseres Roadtrips. Wir sind heute in der Nähe von Queenstown und machen heute einen Abschnitt vom Queenstown Trail. Und als Intro habt ihr schon ein paar Aufnahmen von unserem Ausflug zum... Doubtful Sound gesehen. Da sind wir um 5 Uhr morgens oder so aufgestanden, weil unsere Tour richtig früh losging. Aber dafür hatten wir einen wunderschönen Sonnenaufgang über dem Manapuri Lake gesehen. Die Landschaft in dem Fjord war auf jeden Fall richtig schön und wir sind sehr weit gefahren bis zum Meer raus. Und wir haben auch noch mehr Sachen gesehen, zum Beispiel ein Wasserkraftwerk. Es sah von oben recht unscheinbar aus, aber es erzeugt wohl richtig viel Energie. Ja, das versorgt die ganze Südinsel mit Strom. Leider konnten wir bei unserer Tour keine Delfine sehen. Wir hoffen, dass wir das irgendwie nochmal nachholen können hier im Laufe unserer Reise durch Neuseeland. Und heute geht es dann jetzt erstmal weiter mit unserer Tour durch Queenstown. Viel Spaß! Jetzt hier bei der Innenstadt von Queenstown angekommen und laufen ein bisschen durch die Straßen und schauen, was es so zu sehen gibt. Wir sind's wieder. Mittlerweile sind wir nicht mehr in Queenstown. Mehr hatten wir dort nicht aufgenommen. Aber ich glaube, man sieht ganz gut, dass Queenstown ganz gut ist für so Adrenalin-Junkies. Also da kommt man echt auf seine Kosten. Da kann man irgendwie Bungee-Jumping machen und mit so einer Schaukel, die irgendwie in einer Schlucht hängt, schaukeln oder irgendwie so sich mit einem Katapult wegschießen lassen. Auch so eine Art Bungee-Jumping. Speedboot fahren kann man da. Und wir haben irgendwie so eine Art Haifischmaschine gesehen. Es sieht jedenfalls so aus wie eine Mischung aus Jetski und U-Boot und hat so eine Art Haifischform und es kann auch untertauchen und dann taucht es auch senkrecht aus dem Wasser wieder auf. Also es sieht echt interessant aus. Also es kommt so aus dem Wasser gesprungen, ja, es sieht richtig abgefahren aus. Ja, und für welchen Adrenalinkick wir uns entschieden haben, das könnt ihr dann in einem unserer nächsten Videos sehen. Nicht das nächste, aber vielleicht das übernächste. Also abonniert schon mal unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Heute geht unser Roadtrip weiter. Wir sind nach Glen Orchy gefahren zum Rootburn Track. Das ist einer der beliebtesten Wanderwege in Neuseeland. Und der geht eigentlich über 4 Tage lang. So viel Zeit haben wir dafür jetzt nicht eingeplant, deswegen machen wir nur einen kleinen Nebenabschnitt davon. Aber da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Viel Spaß!
Wir haben uns hier auch mit so einem kleinen Robin angefreundet. Wir glauben, dass der uns vor Sandflies beschützen will, weil der immer ziemlich nah irgendwie um uns rumschwirrt und auch schon fast auf mich zugeflogen kam. Also der wäre mir fast auf den Kopf gelandet. Wir sind jetzt gerade zurück zum Carpark gekommen und wollten mit dem Auto wieder zurückfahren und dann haben wir gerade ein Kea auf dem Auto gesehen. Wir haben schon öfters gehört, dass die wohl Autos kaputt machen, also der hat gerade in die Antenne gebissen. Aber es ist ein richtig cooler Moment jetzt gewesen, weil das ist jetzt auch das erste Mal, seit wir in Neuseeland sind, dass wir diesen Kea sehen. Das war es jetzt auch erstmal von unserer Wanderung. Wir fahren jetzt nur noch zurück. Und auf dem Hinweg hierher hatten wir auch nochmal Halt gemacht bei einem weiteren Drehort für Herr der Ringe. Davon können wir euch jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen zeigen zum Abschluss. Genau, da wurde nämlich Isengard gedreht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!